Hallo zusammen, ich bin Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, ich bin hier heute im Schwarzwald unterwegs, genauer in der Nationalparkregion bei Bad Peterstal-Griesbach. Ja, ich hatte wieder Lust auf Genießerpfade und habe mich heute dann für den Schwarzwaldsteig entschieden. Schnucklige kleine Runde mit knapp 11 Kilometern, gut 500 Höhenmetern und satten 95 Erlebnispunkten. Ist also ein Premium-Wanderweg. Die Punktzahl verspricht einiges. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie der Weg hier so ist. Ja, und wenn ihr auch gespannt seid, würde ich sagen, kommt mit und wir schauen es uns zusammen an. Der Start von Tobis heutiger Tour war direkt gegenüber vom Bahnhof von Bad Peterstal. Nachdem er kurz die Infotafel studiert hatte, ging es ab auf den Wanderweg. Fast vom Start weg führte dieser ihn über große Felsen und entlang der Rench. Der Einstieg hätte mir auch gefallen. So wie ich ihn kenne, hat er sich hier gleich die Frage gestellt, ob diese Passagen bei anhaltendem Regen und hohem Wasserstand wohl noch passierbar sind. Bei diesem Traumwetter zum Glück gerade kein Problem für ihn. Eine knifflige Stelle gab es aber doch. Ein kleiner Zufluss sorgte hier für dauerhaft nasse, algenbewachsene und somit rutschige Steine. Da war es dann doch entspannend, dass er nun auf befestigtem Weg abseits des Flusses weiterwandern durfte. Dafür musste er sich aber den ersten Höhenmetern des Tages stellen. Immerhin wollte er heute noch über 600 davon bewältigen. Na, heute ist Tobi ganz schön flott bergauf unterwegs. Und das ohne Stöcke. Na, hoffentlich rächt sich das nicht später noch. Auf jeden Fall erreichte er dank der sich aufwärts windenden Serpentinen zügig den ersten Aussichtspunkt. Der nun folgende Wegabschnitt führte teilweise aus dem Wald heraus und so konnte Tobi beim Berganwandern die üppig grüne Landschaft genießen. Aha, da ist er wieder, Tobis Berggang. Hätte mich auch gewundert, wenn er das Tempo beibehalten hätte. Ja, also die ersten etwa 1,5 Kilometer sind schon geschafft. Gesehen, richtig starker Einstieg in den Weg und jetzt wird es auch direkt schon sehr schweißtreibend. Es ist zwar ein breiter Weg, auf dem ich gerade bin, der hat aber ordentlich Steigung. Das heißt, der Schweiß läuft, der Tobi schleicht. Ja. So darf es dann aber auch weitergehen. Ja, so kenne ich ihn, wenn es ernsthafter bergauf geht. Schnaufen, schwitzen, schleichen und dabei ziemlich fertig aussehen. In der Vergangenheit führte das an besonders steilen und langen Anstiegen schon zu der ein oder anderen besorgten Nachfrage anderer Wanderer. Es mag dann zwar besorgniserregend aussehen, er versichert mir aber immer wieder, dass er sich dabei trotzdem pudelwohl fühlt. Und angekommen ist er bisher immer. Bei besonders anstrengenden Touren hat er zum Ende des Weges meist sogar mehr Energie als ich. Er ist eben langsam, aber stetig am Berg, der Tobi. Die am Weg liegende Getränkestation nahm er hier aber auf jeden Fall dankend als Pausengelegenheit an. Ja, das Brünnle kam jetzt gerade recht. Schleppt zwar mein eigenes Wasser mit rum, aber hier habt ihr gekühltes Wasser, würde ich sagen. Das gönne ich mir jetzt. So ein kühles Getränk am Wegesrand ist schon was Feines. Und gerade hier in der Region findet man solche Getränkestationen, gerne auch als Bier- oder Schnapsbrunnen, relativ oft.
Verweilt hat er aber nicht allzu lange und weiter ging es auf dem Schwarzwaldsteig. Nun in einem munteren Wechsel zwischen Wald und Wiese und mit der ein oder anderen schönen Aussicht. Bisher schaut der Weg doch sehr ansprechend aus. Oder was meint ihr? Nach dem vielen Bergauf durfte Tobi nun auf einem Stück bergab Schwung holen, um dann direkt auf der anderen Talseite wieder bergauf zu wandern. Strategisch gut platziert ist diese Getränkestation. Einer Erfrischung vorm nächsten Anstieg kann wohl kaum jemand widerstehen. Tobi in diesem Fall aber schon. Wahrscheinlich hatte er bei der letzten Station zu viel getankt und der Bauch war noch gut gefüllt. Ihr fragt euch doch sicher, wie der Tobi das so macht mit dem Filmen, ganz allein und mit der Kamera. Nun, das ist das Los der Solo-YouTuber. Kamera stellen, fix den Berg runter, fast hinfallen und dann wieder den Berg hoch und die Kamera einsammeln. Zu zweit ist das natürlich viel entspannter. Naja, zumindest für mich scheuche ich ihn doch, wie ihr wisst, gerne in der Gegend herum für eine gute Aufnahme. Typisch Tobi. Kaum bin ich nicht dabei, dreht er sich nach der nächstbesten Frau um. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er hier verhext wurde. Ansonsten müsste ich mir Sorgen machen. Und noch eine Getränkestation. Und wieder genau richtig am Beginn des Anstiegs platziert. Bei der anschließenden Wegführung über schmalen Pfad, über Stock und Stein ist man aber gut beraten, von alkoholhaltigem Abstand zu nehmen. Ja, ich habe gerade den höchsten Punkt der Tour überschritten und muss sagen, ich bin bisher recht angetan. Sehr abwechslungsreich die Runde. Jetzt muss ich mal wieder vor die Füße gucken. Ist ein bisschen unwegsam hier. Ja, also bisher macht es Spaß und hier wird es jetzt auch wieder etwas abenteuerlich. Moment. So. Auf sehr schmalem Pfad. Schön. In der Tat, bisher sah der Weg, wie vorhin schon erwähnt, super aus. Hier war Tobi nun im sogenannten Ibacher Schliff unterwegs, einer besonderen Natursehenswürdigkeit im Schwarzwald. Hier führte ihn der schmale, sandige Pfad über eine steile Rutschungsfläche, im in dieser Gegend wenig standfesten rötlichen Sandstein. Definitiv ein sehr cooler Wegabschnitt. Zeitweise ging es neben dem Weg ganz schön steil bergab. Also Augen auf, Tobi, und Acht geben, wo du die Füße hinsetzt. Ja, das war der Ibacher Schliff, ein richtig geiles Stück Weg. Und hier hinter der Kamera, das zeige ich euch jetzt, habt ihr nochmal eine richtig geile Aussicht.
Und sogar mit Bank zum Verweilen. Da lässt es sich sicher aushalten. Wobei, im prallen Sonnenschein so ohne Schatten vielleicht eher nicht. Gut, dass es an diesem Tag etwas bewölkt war. Wie so oft, wenn der Weg so richtig Spaß gemacht hat, wurde es erst einmal wieder beschaulicher und Tobi folgte nun einige Zeit ganz gemütlich einem geschotterten Forstweg. Der doch recht monotone Weg hat wohl den ein oder anderen Wanderer dazu verleitet, die sich hier gebotene Gelegenheit zu nutzen und das kleine Hindernis auf dem Weg mit kreativ gewagter Baukunst zu schmücken. Was haben wir hier? Einen Wegweiser zu einem Berggasthof? Ich vermute, wir wissen alle, was gleich passieren wird. Ja, mein Weg geht jetzt hier weiter, aber hier neben, wie ihr gerade gesehen habt, ist eine Berggaststätte. Und ich würde sagen, es klingt wie Kaffee und Kuchen, also kleiner Abstecher darunter und danach geht's weiter. War ja klar, für leckeren Kuchen ist ihm kein Abstecher zu viel. Der eine macht Extremwandern, der andere Genusswandern. Und Tobi das extreme Genusswandern. Egal wie, frisch gestärkt ging es weiter. Der Schwarzwaldsteig indes wechselte wieder munter zwischen breitem Weg und schmalem Pfad, schattigen Waldabschnitten und aussichtsreichen Wiesenpassagen. Schon schade, dass ich diesen Weg verpasst habe. Das Blöde ist, der Weg ist gesperrt. Das Gute, die Umleitung ist super ausgeschildert. Wiederum das Blöde ist, es geht erst runter, um dann wieder den Berg hochzugehen. Yay! Wenn er schon sonst nichts am Weg auszusetzen hat, sucht er Krümel. Der Umweg war vielleicht gerade mal 50 Meter. Man bedenke, dass ihn die zusätzliche Strecke und die extra Höhenmeter zum Kuchenstopp kein bisschen gestört haben. Das Schild hier finde ich jetzt richtig spannend, weil laut Internet hat der Weg 10,9 Kilometer, laut Übersichtstafel am Start 10,8 Kilometer. Ja, und ich bin noch nicht am Ende des Weges angekommen. Tobi findet es spannend. Ich finde es gut. Alles Training für kommende Wanderprojekte. Fairerweise muss man aber sagen, je nach Weg und Planung kann es schon ungünstig sein, wenn die Strecke auf einmal länger ist.
Hier war das aber nicht der Fall, zumal es ab hier nur noch bergab ging in Richtung Startpunkt. Am Ende war es dann auch nur etwa 1 Kilometer mehr, den der Weg dann hatte. Ja, da haben wir es geschafft. Der Schwarzwaldsteig ist erwandert. Ich bin wieder hier am Start am Bahnhof von Bad Peterstal angekommen. Ja, was gibt es zum Weg zu sagen? Zunächst mal, ich bin sehr begeistert von der heutigen Tour, nachdem ich ja gestern vom Wiesensteig ob der hohen Punktzahl der Erlebnispunkte doch etwas enttäuscht war. Heute muss ich sagen, kriegt ihr für diese 95 Erlebnispunkte, die der Weg hat, ordentlich was geboten. Ihr habt eine super abwechslungsreiche Wegführung von schmalen Pfaden über Stock und Stein, gut bis hin zu ein paar breiten Forstwegen, aber ja, alles halb so wild. Die Abwechslung macht's an der Stelle. Ihr habt richtig schöne Aussichten unterwegs für die Genießer. Es gibt viele Bänke zum Verweilen. Ein Haufen Getränke bzw. Schnapsbrunnen unterwegs mit einem ganz kleinen Abschnitt davon, lasst es mal 50 Meter sein, seid ihr auch an einem Gasthaus unterwegs, da gibt es Essen, Kaffee, Kuchen. Also ich muss sagen, das hat heute richtig Spaß gemacht. Ansonsten, was auch wieder Spaß gemacht hat, war die Markierung. Die war sehr gut. Also überall da, wo ihr eine Markierung braucht, findet ihr auch eine. Ja, was ein bisschen spannend war auf dem Weg, waren dann die Distanz- bzw. Höhenmeterangaben. Ich meine, das ist ja grundsätzlich so ein Thema. Ihr findet ja immer auf Homepages zu Regionen, zu Orten, zu den Wegen selbst meist schon verschiedene Angaben, dann habt ihr vor Ort nochmal andere Angaben, so war es hier auch. Im Internet findest du eine Angabe 10,9 mit 600 Höhenmeter, hier am Start steht 10,8 mit 500 Höhenmeter. Dann habt ihr auf einmal unterwegs ein Schild, da seid ihr schon bei Kilometer 11 quasi durch und der Weg ist noch nicht fertig. Das einfach hier bei der Planung berücksichtigen, das, was ihr im Internet seht, stimmt vielleicht nicht unbedingt mit dem überein. Was dann letzten Endes vor Ort auch da ist. Gut, aber ich will da nicht viel drüber meckern. Wie gesagt, ich hatte heute einen super schönen Wandertag. Wetter war auch top, passend dazu. Und ja, in diesem Sinne war es das dann auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mich zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.